Telgdeutsch B2. Hörverstehen Teil 1. Sie hören nun eine Nachrichtensendung. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören die Nachrichtensendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 41 bis 45 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 41 bis 45. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Nachrichten. Der Bundestag hat heute in erster Lesung einen Gesetzentwurf beraten, der berufsbegleitende Weiterbildungen attraktiver machen soll. Geplant sind steuerliche Entlastungen für Beschäftigte sowie ein Fördertopf für kleine und mittlere Unternehmen, wenn sie Lernzeiten ermöglichen. Die Regierungsfraktionen sprechen von einem Modernisierungsschritt. Die Opposition hält dagegen. Es sei nicht nachvollziehbar, wie die Maßnahmen langfristig finanziert werden sollen. Die Schlussabstimmung wird frühestens im kommenden Monat erwartet. Mehrere Großstädte erweitern derzeit Pilotprojekte, die den Energieverbrauch in Mehrfamilienhäusern transparenter machen sollen. Dafür werden digitale Messsysteme installiert, die den Verbrauch in kurzen Intervallen erfassen und den Haushalten über ein Online-Portal zugänglich machen. Stadtwerke betonen, Ziel sei nicht Kontrolle oder Sanktionierung, sondern die Sichtbarmachung von Einsparpotenzialen, besonders bei Heizung, Warmwasser und Standby. Datenschutzbeauftragte begleiten die Umsetzung. Die Daten sollen pseudonymisiert verarbeitet werden. Erste Auswertungen zeigen Einsparungen vor allem dort, wo zusätzlich Beratungsangebote genutzt werden. Nach einem Defekt an einer Weiche kam es am Nachmittag im Raum Nordhafen zu erheblichen Verspätungen im Regional- und S-Bahn-Verkehr. Mehrere Linien waren betroffen. Einzelne Verbindungen mussten umgeleitet werden. Die Bahn spricht von einer komplexen Störung, die nicht unmittelbar zu beheben gewesen sei. Zwar wurde inzwischen ein Ersatzteil eingebaut, dennoch rechnet man bis in den Abend hinein mit unregelmäßigen Fahrplänen. Fahrgäste sollen sich vor Fahrtantritt über aktuelle Anzeigen informieren. Ein mittelständischer Maschinenbauer kündigt eine Umstrukturierung in Teilen der Produktion an. Als Gründe nennt das Unternehmen gestiegene Materialkosten sowie eine schwankende Auslandsnachfrage. Entlassungen schließt die Geschäftsführung nach eigenen Angaben derzeit aus, spricht aber von einer Anpassungsphase, in der auch Kurzarbeit möglich sei. Der Betriebsrat fordert verbindliche Zusagen zu Standorten und Qualifizierungen, um Beschäftigte frühzeitig abzusichern. Der Deutsche Wetterdienst warnt in der Nacht vor Glätte durch gefrierenden Regen. Betroffen sind vor allem höher gelegene Regionen und Strecken außerhalb geschlossener Ortschaften. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, vorsichtig zu fahren und mehr Zeit einzuplanen. Auch am Morgen kann es stellenweise noch rutschig sein, bevor die Temperaturen tagsüber leicht steigen. Das waren die Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören. Hörverstehen Teil 2. Sie hören ein Rundfunkinterview. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit.
Immer mehr Menschen arbeiten zumindest teilweise von zu Hause. Doch nach mehreren Jahren Erfahrung stellt sich die Frage, wie dauerhaft dieses Modell wirklich ist. Darüber spreche ich heute mit Dr. Lena Hoffmann, Expertin für Arbeitsorganisation. Frau Dr. Hoffmann, viele Unternehmen haben Homeoffice eingeführt. Bleibt das Ihrer Einschätzung nach so? Grundsätzlich ja, allerdings nicht in der Form, wie es während der Pandemie der Fall war. Damals gab es kaum Alternativen. Heute beobachten wir, dass viele Betriebe ihre Regelungen anpassen. Reines Homeoffice wird seltener. Stattdessen setzen sich hybride Modelle durch, bei denen Beschäftigte einen Teil der Woche im Büro arbeiten. Ein häufig genanntes Argument gegen Homeoffice ist die angeblich sinkende Produktivität. Können Sie das bestätigen? Das lässt sich so pauschal nicht sagen. In der Anfangsphase gab es durchaus Produktivitätseinbußen, etwa wegen mangelnder technischer Ausstattung oder fehlender Erfahrung mit digitalen Arbeitsprozessen. Mittlerweile zeigt sich jedoch, dass gut organisierte Teams im Homeoffice genauso leistungsfähig sein können wie im Büro, teilweise sogar effizienter, weil Wegezeiten entfallen. Trotzdem berichten einige Beschäftigte von einer höheren Belastung. Das stimmt. Vor allem die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen leichter. Viele arbeiten länger, ohne es bewusst wahrzunehmen. Deshalb ist es wichtig, klare Regeln zu etablieren, etwa feste Arbeitszeiten und bewusste Pausen. Ohne solche Strukturen kann Homeoffice langfristig zu Stress und Erschöpfung führen. Welche Rolle spielen Führungskräfte in diesem Zusammenhang? Eine entscheidende. Führung auf Distanz erfordert andere Kompetenzen. Kontrolle über Anwesenheit funktioniert nicht mehr. Stattdessen müssen Ziele klar definiert und Ergebnisse regelmäßig besprochen werden. Gleichzeitig dürfen soziale Aspekte nicht vernachlässigt werden, denn fehlender Austausch kann das Zugehörigkeitsgefühl schwächen. Gibt es Personengruppen, für die Homeoffice eher problematisch ist? Ja, insbesondere für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger. Sie profitieren stark vom informellen Lernen im Büro, etwa durch Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen. Auch Auszubildende brauchen oft mehr persönliche Anleitung. Für diese Gruppen ist eine regelmäßige Präsenz besonders wichtig. Was raten Sie Unternehmen für die Zukunft? Flexible, aber verbindliche Modelle. Homeoffice sollte kein Selbstzweck sein, sondern sinnvoll in die Arbeitsorganisation eingebettet werden. Entscheidend ist, dass sowohl betriebliche Anforderungen als auch die Bedürfnisse der Beschäftigten berücksichtigt werden. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Das war Dr. Hoffmann. Und wir machen weiter mit Musik. Sie haben nun 30 Sekunden Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Ende des Tests Hörverstehen Teil 2. Hörverstehen Teil 3. Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören diese Ansagen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 56 bis 60. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen.
Nummer 56. Sie rufen beim technischen Kundendienst an und hören folgende Ansage. Guten Tag, Sie sind verbunden mit dem technischen Kundendienst der Firma NetHome. Aufgrund eines sehr hohen Anrufaufkommens kann es derzeit zu längeren Wartezeiten kommen. Wenn Sie eine Störung Ihres Internetanschlusses melden möchten, halten Sie bitte Ihre Kundennummer bereit. Für Fragen zu Rechnungen oder Tarifen drücken Sie bitte die 2. Bei einer akuten Störung in mehreren Haushalten legen Sie bitte nicht auf. Nummer 56. Sie rufen beim technischen Kundendienst an und hören folgende Ansage. Guten Tag, Sie sind verbunden mit dem technischen Kundendienst der Firma NetHome. Aufgrund eines sehr hohen Anrufaufkommens kann es derzeit zu längeren Wartezeiten kommen. Wenn Sie eine Störung Ihres Internetanschlusses melden möchten, halten Sie bitte Ihre Kundennummer bereit. Für Fragen zu Rechnungen oder Tarifen drücken Sie bitte die 2. Bei einer akuten Störung in mehreren Haushalten legen Sie bitte nicht auf. Sie werden automatisch mit der nächsten freien Mitarbeiterin verbunden. Nummer 57. Sie stehen am Bahnhof und hören folgende Durchsage. Achtung! Eine wichtige Information für alle Reisenden. Der Regionalexpress nach Lindenfeld, planmäßige Abfahrt 17:18 Uhr von Gleis 7, verspätet sich heute voraussichtlich um etwa 20 Minuten. Grund dafür ist eine kurzfristige Streckensperrung wegen einer technischen Störung an einer Weiche. Der Zug hält wie vorgesehen in Westend, Hohenbrück und Lindenfeld. Bitte achten Sie auf geänderte Wagenreihung. Die 1. Klasse befindet sich heute am Zugende. Reisende nach Hohenbrück können alternativ auch die S-Bahn um 17:25 Uhr ab Gleis 4 nutzen. Anschlussreisende informieren sich bitte in der App oder an den Anzeigetafeln. Wir bitten um Entschuldigung. Nummer 58. Sie rufen in einer Arztpraxis an und hören den Anrufbeantworter. Sie haben die Gemeinschaftspraxis Dr. Reuter und Kolleginnen erreicht. Heute ist unsere Praxis aufgrund einer internen Fortbildung bereits ab 13 Uhr geschlossen. Bereits vereinbarte Termine am Nachmittag müssen leider verschoben werden. Wir melden uns dazu schnellstmöglich bei Ihnen. In dringenden medizinischen Fällen wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116.117. Bei lebensbedrohlichen Notfällen wählen Sie bitte sofort den Notruf 112. Rezeptanfragen und Überweisungen können Sie, wenn möglich, über unseren Online-Service stellen. Diese werden am nächsten Werktag bearbeitet. Ab morgen sind wir wieder zu den üblichen Sprechzeiten für Sie da. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Nummer 59. Sie sind in einem Museum und hören eine Ansage. Willkommen im Stadtmuseum. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Sonderausstellung Industrie und Alltag heute bereits um 16 Uhr schließt, also eine Stunde früher als üblich. Grund dafür ist eine Abendveranstaltung mit anschließendem Aufbau im Ausstellungsbereich. Wenn Sie die Sonderausstellung noch besuchen möchten, planen Sie bitte ausreichend Zeit ein. Der letzte Einlass ist um 15:30 Uhr. Die Dauerausstellung im Erdgeschoss bleibt wie gewohnt bis 17 Uhr geöffnet. Bereits gekaufte Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit und können auch an einem anderen Tag für die Sonderausstellung genutzt werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Nummer 60. Sie bekommen eine Sprachnachricht von einem Lieferdienst. Hallo, hier ist Karim vom Lieferdienst. Ich stehe gerade vor deinem Haus, aber ich finde den richtigen Eingang nicht. Auf dem Klingelschild sehe ich nur Müller. Und ich bin mir nicht sicher, ob das bei dir der richtige Name ist, weil hier mehrere Eingänge nebeneinander sind. Ich habe ein Paket für dich, das ich nicht einfach irgendwo abstellen darf. Kannst du kurz runterkommen oder mir sagen, welcher Eingang es ist? Wenn du im Hinterhof wohnst,
Sag mir bitte auch, welche Tür ich nehmen soll und ob ich durchs Tor links oder rechts gehen muss. Ich warte noch ungefähr 2 Minuten, dann muss ich leider weiterfahren, weil ich sonst die nächste Lieferung nicht schaffe. Ruf mich bitte kurz an oder schick mir eine Nachricht. Ende des Subtests hören.